Okay, dann schießen wir gleich los. Das ist jetzt hier meine Körnermischung. Das wird jetzt vorgeweicht. Einen Tag vor mit 85 Gramm Wasser. Sind jetzt genau 104 Gramm gemischte Körner. Bisschen aufschlemmen und über Nacht stehen lassen, aber mindestens 4 Stunden. So, als erstes benutzen wir ein Roggenmehl, 500 Gramm. Das geben wir mal schon hier rein. So, dazu kommen 250 Gramm Weizenmehl. Ist alles nach der Form angepasst, was ich habe. Dann habe ich eine Mischung mit Walnüsse, Sonnenblumenkörner, Kürbiskörner, alles Mögliche. Das sind genau 104 Gramm. Das habe ich mal schon so ein paar Stunden vorher eingeweicht, weil das gibt eine schöne Farbe. Seht ihr, das ist ja schon schön braun. Das mache ich mal schon noch dazu. So, wir geben jetzt noch 1 Gramm Frischhefe hinzu. Wie ihr seht, das ist ganz wenig zur Teigsicherung. Dazu kommen 400 Gramm Wasser. Und darin habe ich 25 Gramm Sauerteig aufgelöst. Das geben wir jetzt mal gleich dazu. So, wir benutzen den Haken und tun das erstmal ein bisschen vermischen. Dann sehen wir schon, ob wir da noch Wasser brauchen oder nicht. Zwischenzeitlich könnt ihr dann auch noch das Salz abwiegen. So, das tun wir jetzt erstmal auf Stufe 1 mischen und danach kommen noch 17 Gramm grobes Meersalz rein. Das dürfte reichen. Los geht's. Also für Roggenteige ist diese Maschine sehr gut geeignet. Lassen wir jetzt mal schön laufen. Gucken wir mal, ob noch Wasser fehlt. Da gibt man noch ein Schlückchen Öl dabei. Macht den Teig weicher, geschmeidiger. Natürlich auch gibt es Geschmack. Mit dem Arm kann man hier auch ein bisschen rumfahren. So, dann geben wir noch ein bisschen Backmalz dabei. Dann geben wir noch ein bisschen Zitrone dabei. Und einen halben Esslöffel von unserem Rübensaft. Mit der Wassermenge. Sieht im Moment gut aus. So, das lassen wir jetzt weiterlaufen und beobachten das, wie viel Wasser noch fehlt. Immer mal ein bisschen hier nachhelfen mit der Spatel. Und dann auch immer mal probieren, wie es sich am besten vermischt. Roggenteig braucht man auch gar nicht zu lang zu mengen oder kneten. Das braucht man nicht. Aber es sollte halt auch gut vermischt sein. Ich benutze jetzt Backpapier, weil es einfach besser ist. Also gleichmäßig verteile, dann ist es gut schon. Einfach den Teig von allein arbeiten lassen. Da lasse ich jetzt mal gehen und beobachte das jetzt. Ich lasse das in der warmen Küche stehen. Wir haben jetzt 13:30 Uhr, wo ich dann mal schön abdecke.